Herzlich willkommen im Kunstraum. Ich bin Elena Büchel, das ist mein Atelier. Und da hinten siehst du die Leinwand, die ist schon vorbereitet und es kann auch gleich losgehen. Was ich dir noch zeigen möchte, ist meine Ecke, wo ich die Sachen sammle. Das ist vielleicht für dich interessant als Tipp, was man alles für seine Gemälde gebrauchen könnte. Möchte ich dir zeigen. Ich habe hier mehrere Kisten, die sind prall gefüllt mit allen möglichen Sachen. Hier zum Beispiel habe ich eine Kiste, wo Schokoladenpapier drin ist, Packpapier, irgendwelche Schnipsel. Dann habe ich hier sowas, das ist Füllmaterial aus den Verpackungen. Und dieses Füllmaterial nutze ich zum Beispiel für die Schablonen. Und heute möchte ich mit dieser Zeitung beginnen. Diese Zeitung hat eine ganz interessante Geschichte. Die habe ich nämlich aus USA, aus Kalifornien mitgebracht. Ich zeige dir, wo ich die gefunden habe. Ich war nur einen Tag dort in diesem Ort. Es war ein kurzer Zwischenstopp und ich bin abends spazieren gegangen, um mir die Gegend anzuschauen. Es war keine schöne Gegend, muss ich sagen. Es war ziemlich trostlos alles. Aber dann habe ich auf einem Hinterhof diese Maschine gesehen. Das war eine alte Druckmaschine. Ich vermute, dass hinter einer Mauer vielleicht mal eine Druckerei war, weil die Maschine war schon sehr alt und die Zeitung, die ich da auf der Trommel gefunden habe, die ist immer noch dran gewesen. Ich habe die erstmal hier stückchenweise versucht rauszuholen und dann irgendwann löste sich ein ganzes Stück. Und ich konnte das rausziehen. Und anhand dieser Zeitung habe ich gesehen, dass die aus den 70er Jahren war. Also wahrscheinlich steht auch diese Maschine schon da über 50 Jahre da draußen und rostet vor sich hin. Und diese Zeitung hat sich aber unfassbar gut gehalten. Als ich die erste Schicht, die schon verwittert war, da konnte man keine Schrift erkennen, aber die unteren Schichten waren noch super gut erhalten. Und natürlich habe ich sie mitgenommen. Guck mal, jetzt löse ich das Ganze und ich kann das große Stück rausholen. Das war so ein fehlerhafter Druck. Da sind auch mehrere Schichten übereinander gewesen. Es war auf jeden Fall ein Riesenschatz für mich und klar ist das mitgekommen und heute werde ich diese Zeitung verwenden. Da ist sie. Komme mit mir auf diese kreative Reise. Lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film und natürlich lass dich dadurch inspirieren. Ja, das war ganz kurzer Impuls. Dieses Stück Papier lag obendrauf auf meinem Haufen und ich habe das mitgenommen und probeweise auf meine Leinwand dran geklebt. Es war mir aber zu intensiv, die Farbe, und als ich dann das Stück gewendet habe, es war so ein doppelseitiges Seidenpapier und die andere Seite war aber hellrosa. Und das war dann für mich in Ordnung und so habe ich das gelassen.
Meine Collage habe ich über Nacht trocknen lassen und einen Tag später geht es weiter mit Wasser und Aquarellkreide. Mit Aquarellkreide male ich kreuz und quer intuitive Linien über mein Gemälde und diese Linien werden mir jetzt die neuen Impulse bringen, wie ich weiter vorangehe. Ich mische mir einen neuen Farbton und schaue, ob mir das so gefällt. Ich möchte mit Tonalität spielen und ausprobieren, wie viele Farben passen zu diesem Bild und wie viele Farben möchte ich verwenden.
Das war diese Person, die ich dann doch ausarbeiten wollte. Am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt, weil die war irgendwie fast von Anfang an da. Ich habe noch mein Bild gedreht hin und her und aber trotzdem irgendwie immer wieder zurück auf diese Person kam und dann dachte ich, okay, die kommt zu mir. Also wird das einen Sinn haben und deswegen habe ich sie also jetzt ausarbeitet. Und war schon fast ganz fertig und dann dachte ich, irgendwas fehlt noch. Und dann kam da noch diese türkisblaue Farbe rein. Wie findest du das? Ich bin fertig, das ist mein Bild. Ich muss mir das noch in Ruhe anschauen und überlegen, welche Geschichte hier erzählt wird. Aber ich möchte jetzt schon euch fragen, was seht ihr hier? Wenn du eine Idee hast, schreibe mir das gerne. Ich würde mich sehr freuen und bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich möchte auch etwas anderes mit euch teilen, und zwar habe ich vor circa einem Jahr einen ukrainischen Verein gegründet, hier in Leverkusen, Mavka e.V. Wir sind ein Verein, der sich um Kunst, Kultur, Bildung und Integration kümmert, und natürlich leisten wir humanitäre Hilfe, solange Ukraine sich im Kriegszustand befindet. Wir arbeiten ehrenamtlich und ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel Arbeit, was ich da leiste. Aber das ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich tue es wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus, erwartungsfrei. Das ist das Beste, was wir im Leben tun können. Dinge zu tun, die aus dem Herzen kommen, die wir richtig wollen, weil dann sind wir erfüllt. Wir machen das nicht, weil wir das müssen oder weil wir uns etwas erhoffen, sondern wir tun es einfach, weil wir es lieben, was wir tun. Ich werde die Kontakte in die Beschreibung des Videos reinsetzen, auch unsere Bankverbindung. Du kannst uns gerne was spenden, wir stellen auch Spendenquittungen aus. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche und denk darüber nach, nutze das als einen Denkimpuls und frage dich immer, wenn du etwas tust, wenn du Entscheidungen triffst, nach warum du es tust. Tust du das aus deinem Herzen heraus oder nicht? Schöne Woche. Danke, dass du hier bist.